Diesen vermeintlichen Teilabzug der russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine, den soll es laut NATO ja nicht nur nicht gegeben haben, nein, es sollen sogar noch mal 7.000 russische Soldaten dazugekommen sein. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass es ohnehin schon nicht mehr nur 100, sondern schon 150.000 Soldaten dort waren, wenn man dann auch noch die russischen Streitkräfte in Belarus und auf der Krim und dann vielleicht auch noch die Separatisten in der Ostukraine dazu zählt, dann kommt man ganz schnell auf eine Truppenstärke von über 220.000 rund um die Ukraine. Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, auch die Ukraine hat ja eine Truppenstärke von etwa 200.000 Mann. Da könnte man sich doch auf Augenhöhe begegnen. Ganz so einfach ist die Rechnung allerdings nicht, denn ja, die Gesamttruppenstärke der Ukraine, die liegt zwar bei 200.000, bei den Russen sind es aber nur so viele, die sich an der Grenze befinden. Die Gesamttruppenstärke ist dann wieder deutlich höher bei etwa 850.000. Und das unterstreicht dann wieder dieses Bild von David gegen Goliath. Und um diesem Missverhältnis im Falle einer russischen Invasion, einer russischen Aggression entgegenzuwirken, hat die Ukraine in den letzten Jahren kontinuierlich ihre Militärausgaben aufgebaut. Das heißt, was besonders auffällt, ab dem Jahr 2014, dem Jahr also als die Krim annektiert wurde, gehen die Militärausgaben kontinuierlich nach oben, haben sich also bis 2020 sogar fast verdoppelt. Trotzdem muss man sagen, auch das ist immer noch nur ein Bruchteil dessen, was Russland an Militärausgaben tätigt. Aber die Ukraine, die hat das Geld in eine Waffe investiert, unter anderem in eine Waffe investiert, die zumindest in Russland Eindruck schindet, so will ich es mal nennen. Die Rede ist von einer unbemannten Kampfdrohne, die in der Türkei gefertigt wird und diese Bezeichnung trägt, Bayraktar TB2. Und ein Modell dessen haben wir jetzt mal hier im Studio mitgebracht. Aus Platzgründen kann sie nicht ganz so groß ausfallen, wie sie in der Realität tatsächlich ist. Also sie wäre eigentlich sogar fast doppelt so groß. Ich gehe da mal ein bisschen aus dem Weg. Also etwa so wie ein Kleinflugzeug, eine Cessna. Ja, sie kann Aufklärungsflüge tätigen, hat dafür auch hochmodernes Kameraequipment. Da kommen wir gleich noch mal drauf. Kann aber natürlich auch als Waffe eingesetzt werden. Bevor wir das im Detail noch mal beleuchten, noch einige technische Fakten. Die Größe habe ich gerade schon angesprochen. Sie hat also eine Flügelspannweite von etwa 12 Metern, kann bis zu 220 km/h schnell fliegen, eine Reichweite von etwa 3.000 Kilometern und 24 Stunden kann sie etwa in der Luft bleiben. Ja, was sie in der Luft macht, das wollen wir uns jetzt tatsächlich mal ziemlich praxisnah anschauen. Denn Bilder, die diese Drohne selbst angefertigt hat, die habe ich mal mitgebracht aus Libyen zum Beispiel, denn da kam diese türkische Drohne schon zum Einsatz. Und was wir hier am Boden sehen, das ist ein russisches Luftabwehrsystem. Und das ist ja, wie der Name schon sagt, eigentlich genau dafür da, um Angriffe aus der Luft zum Beispiel von solchen Drohnen abzuwehren und ist offensichtlich gegen diese Bayraktar TB2 völlig wirkungslos. Hier sehen wir es auch noch mal und da sehen wir auch, wie gut die Qualität der Bilder dieser Drohne ist. Auch hier wieder ein Abwehrsystem, das im Übrigen auch so von den Russen jetzt an der ukrainischen Grenze stationiert worden sein soll, auch wieder gegen die Drohne wirkungslos. Und das sind sogar Bilder aus der Ostukraine, erst aus dem vergangenen Oktober. Diesmal kein Luftabwehrsystem, das da in den Fokus genommen wird, aber halt die russischen Besatzungskräfte und Haubitzen werden hier ebenfalls beschossen und auch da ist die Drohne wieder effizient und, ja, wenn man so will, erfolgreich. Dass sie überhaupt erfolgreich in Anführungsstrichen sein kann, dafür ist ein Kernstück, ein Herzstück der Technik notwendig. Das ist also das sogenannte Auge, dieser Gimbal, der sich unter der Front dieser unbemannten Drohne befindet. Das ist die Kameratechnik, verfügt über eine Infrarotfunktion, kann Wärmebilder anfertigen, kann diese Bilder natürlich auch übermitteln und kann aber auch Ziele so in den Fokus nehmen. Das haben wir ja gerade gesehen. Und das besonders Brisante an dieser Technik, sie soll bei diesen türkischen Drohnen auf Umwegen über eine deutsche Firma gefertigt werden. Das heißt, die südafrikanische Tochterfirma der deutschen teilstaatlichen Firma Hensoldt, die soll die Technik für diese türkischen Bayraktar TB2-Drohnen liefern. Ob sie explizit auch bei den Drohnen, die in der Ukraine Anwendung finden, eingebaut wurde, das ist nicht ganz klar. Es gab eine Anfrage Anfang des Jahres dazu im Bundestag und die Bundesregierung, deren Antwort war nur, dazu habe man keine Kenntnis. Das würde natürlich noch mal ein anderes Licht auf das Thema oder die Einstellung der Bundesregierung zum Thema Waffenlieferungen in die Ukraine werfen. Stichwort Waffen und Werfen, da gucken wir doch noch mal ganz explizit ja auf die Waffen, die diese Drohne abwerfen kann. Es ist also Platz an der Unterseite der Drohnen für insgesamt 4 Raketen, größere und kleinere Raketen, die dann eben auch größeren und kleineren Schaden anrichten können. Die Bilder, die wir gerade gesehen haben aus der Ostukraine,
Da ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, dass die beschossenen Truppen am Boden da sogar teilweise noch fliehen konnten. Also das heißt, sie wurden wahrscheinlich nicht oder nur leicht verletzt. Das spricht dafür, dass das eher die kleineren Raketen waren. Die größeren mit hochexplosivem Sprengstoff, die können natürlich auch entsprechend größeren Schaden anrichten. Bleibt noch zu sagen, dass die Ukraine über 12 solcher Drohnen verfügt. Man ist in Gesprächen mit der Türkei. In Kooperation mit der Türkei möchte die Ukraine künftig in der Lage sein, die Drohnen auch selbst zu fertigen, selbst herzustellen. Und bis dahin wurden aber, so heißt es schon, 24 weitere davon auch bestellt. Ob die schon geliefert wurden, das ist nicht ganz klar. Aber das dürfte so oder so bei Wladimir Putin, sagen wir mal, nicht gerade Freude auslösen.